Guten Morgen, ihr Lieben. Mittwoch, Auswahlorakel. Hier habt ihr die zwei hübschen Gesellchen. Wir gucken mal. Ich hoffe, euch geht's gut. Bei mir ist alles wie immer. Wobei ich in letzter Zeit ziemlich müde immer bin. Von allem sehr schnell. Aber das hat bestimmt auch was mit der Hitze zu tun. So, ihr Lieben. Wir nehmen noch einen Glücksimpuls. Und eine Lenormand-Karte und dann geht's los. So, ihr dürft wählen. Ich nehme heute den rot-goldenen. Heute geht es mal schnell bei mir. Und wir gucken, was wir kriegen. Okay, es geht hier um die bedingungslose Liebe. Das ist ja immer ein großes Thema, ne? Lieben ohne Bedingungen zu stellen, ohne die äußeren Situationen mit einzubeziehen. Ja, und die Bewertung wegzulassen. Und wir haben hier so einen Anreiz zum Kinderanleiten. Ne? Hier ist vielleicht eine bestimmte Begabung, Kindern etwas beizubringen oder an sie etwas weiterzugeben. Es geht hier viel ums Läutern und Loslassen einer Situation. Vielleicht hier speziell auch drauf zu gucken, ne? Wo bewerte ich noch irgendetwas, wo kann ich was nicht loslassen, weil... Und wo kann ich genau jemand anderem auch weitergeben, was meine Erfahrungen sind. Ja, hier haben wir den Konflikt, die Gespräche. Es geht vielleicht auch darum, etwas auszureinigen, wo man einen Konflikt mit hat. Und diesen Konflikt beiseite zu legen. Das passt jetzt hier sehr gut. Ein karmischer Zyklus ist beendet und hier die Läuterung. Ne? Also hier geht es in eine andere Qualität rein. Man hat etwas gelernt oder ja, man kann einen Konflikt ablegen und hier folgt auch schon die Jubelfeier. Ne? Da geht es darum, dass Schwierigkeiten sich langsam auflösen, dass Licht am Ende des Tunnels in Sicht ist und dass man sich auch irgendwo was wünschen kann. Es geht um ein perfektes Timing, es geht um erneute langfristige Pläne und es geht darum, sich eine Zukunft zu erschaffen, die von Freude erfüllt ist. Und wenn die Karte kommt, kann man sich darauf freuen, dass die Dinge sich wunderbar entwickeln werden. Also überall, wo du viel Lernthemen hattest oder wo du viele Konflikte hattest, mit dir selbst, mit anderen, mit Situationen, kannst du ja davon ausgehen, dass sich eine bessere Zeit ankündigt. Hier haben wir den Engel des Heiligen Geistes, gleich oben auch die 33 dabei. Der Heilige Geist ergießt sich aus dir. Bei diesem Engel geht es ein bisschen drum, was heißt ein bisschen, es geht darum, dass man die Verbindung nach oben spürt, also die Verbundenheit
dass man den Fokus nach innen richtet und dass man spürt, wie der Geist sich erhebt. Die Basis, die man hat, so mit der Verbundenheit an sich. Und wenn man diese Basis mal hat und die steht, dann geht man hier davon aus, dass man sich auch nicht mehr um so viel Sorgen machen muss, weil man einfach in dem Bewusstsein nach oben auch lebt. Die bedingungslose Liebe spielt hier schon auch mit ein. Hier geht es sehr darum, dass man sich vielleicht vom Äußeren ablenken lässt, dass man die Verbindung nicht halten kann und dass man vielleicht viel mehr freudige Erwartungen haben kann, weil sich hier was Wunderbares auch auf den Weg macht. Und das Einzigste, was hier wirklich so ein Faktor wäre, der hier störend ist, ist eben das Außen, dass man die Verbindung nicht halten kann. Das könnte hier der Konflikt sein, ne? Auch das, was hier geläutert wird zum Beispiel. Also nochmal, es bahnt sich hier was Wunderbares an, Grund zum Feier, Grund zum Jubeln. Überprüf deine Verbundenheit nach oben und gib dann ab. Ich weiß, das ist immer schwierig, weil der Kopf macht eben, was er will. Wir gucken uns die andere Seite an. Ja. Steh zu dem, was du für richtig hältst. Weiche nicht, also behalte hier deinen Fokus auf deiner Meinung. Und wir haben mit Ostara die Fruchtbarkeit, ne? Hier kommt etwas Neues auf dich zu. Die Umstände, die sich hier ankündigen, die bringen dir auch wieder eine Ernte ein. Also stell dich auf Fruchtbarkeit ein bei den Dingen, die du umsetzen möchtest. Hier haben wir, dass du die Situation richtig einschätzt und deshalb auch nicht weichen zu brauchst, sondern so wie du es denkst, ist es auch so komplett richtig. Also hadere auch nicht mit dir. Und vielleicht hast du hier so einen Moment, wo du mal überhaupt entdecken darfst, in welchem Segen du dich befindest im Moment in deiner Situation. Wir neigen ja auch dazu, immer nur das Schlechte bei irgendetwas zu sehen und gucke mal, wo da noch Momente sind, wo es auch was Gutes gibt. Hier kommt ein bisschen Genesung in alle Umwege rein. Die Schlange, die Fruchtbarkeit, vielleicht auch ein bisschen Häutung irgendwo. Und es geht um eine Auflösung von einer verwickelten Situation. Ihr habt hier die 7 der Emotionen. Und zwar geht es darum, dass du irgendwie was vor dir herschiebst, was vielleicht entschieden werden muss oder mit Entschiedenheit vorangetrieben werden soll. Und also dieses einen Umweg suchen, irgendwie etwas hinauszögern. Und wenn du nicht richtig Bescheid weißt, wo es hingeht, was ich aber nicht glaube, weil du hast hier die Überzeugung, dass du die Situation richtig einschätzt, du brauchst eben nur durchziehen. Ja, kannst vielleicht nach oben abgeben, wie es hier für dich nochmal wäre, wenn die Beteiligten der Situation alle Bedingungen kriegen, die optimal sind. Also nicht nur du. Aber es geht halt um Entschiedenheit bei dir. Es wird leichter, du wirfst Ballast ab. Ich denke, du transformierst dich hier auch aus einer Situation, die verstrickt oder verschlängelt ist. Und du hast noch den Engel der Natur für dich gezogen. Und dieser rät dir halt in anstrengenden Zeiten mal alles hinter dir zu lassen, in die Einfachheit des Seins zu gehen, in die Natur zu gehen, sich darauf zu konzentrieren, vielleicht auch auf die Geräusche der Natur oder wie das alles so auf dich wirkt, damit du hier wieder mehr in deine Mitte kommst, weil ich glaube, du brauchst ein bisschen Ausdauer, also Aushaltevermögen, Ausdauer. Ja,
Hier geht es vielleicht auch darum, dass du dir und deinem Körper etwas Gutes tust, dass du eine neue Energie in dich aufgibst und dass du vielleicht nach einem Spaziergang in der Natur auch klarer denken kannst. Und du darfst hinterfragen, wie du das mehr in deinen Alltag einbeziehen kannst, ne? Die Natur hat ja eine Wahnsinnsvielfalt, an der wir uns erfreuen können. Wenn wir aber nicht rausgehen, können wir die halt auch nicht wahrnehmen. Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Ich drücke euch. Bis morgen.